Wie funktioniert die Verarbeitung einer E-Rechnung im Cloud-ERP Haufe X360? Meine Kollegin Anke zeigt uns heute in ihrem allerersten Video, welche Schritte eingehende Rechnungen durchlaufen. Danke, Inga, und hallo Anke nach Rheinbeck bei Hamburg, ne? Ja, hallo Dirk. Du hast uns heute die E-Rechnung mitgebracht. Wir wollen uns das mal aus einer anderen Perspektive angucken. Wir schauen heute auf eingehende E-Rechnung, und zwar mit Bestellbezug und ohne. Und wir machen das Ganze ohne Develop, sondern direkt native in Haufe X360. Das ist das, was du uns heute zeigen wirst, ne? Genau, das haben wir vorbereitet. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Eingangsrechnung mit und ohne Bestellbezug? Worum geht es da? Wenn eine Bestellung und Wareneingang in X360 schon vorhanden ist, dann Ja. kann man dazu Rechnungen einlesen. Die können dann auch gleich erkannt werden. Die Bestellung und der Wareneingang kann gleich zugeordnet und verarbeitet Mhm. werden. Ich kann aber auch E-Rechnungen erhalten, wo keine Ware hintersteht. Schornsteinfegerrechnungen, Büromaterialrechnungen, die können auch eingelesen werden und auch verarbeitet werden. Okay. Womit wollen wir denn gleich starten? Schnappen wir uns zuerst die mit oder ohne Bestellbezug? Wir können uns erstmal die mit Bestellbezug anschauen. Ja. Ja, dann wäre mein Genau. Vorschlag, wir gehen jetzt gleich mal auf deinen Bildschirm, schauen mal ganz kurz auf die Rechnung und dann schauen wir aber auch auf die Bestellung und gucken mal, was in der Bestellung drin steht, bevor wir dann die Rechnung weiterverarbeiten. Ne? Ja, das können wir machen. Alles klar. Darf ich einmal auf deinen Bildschirm switchen? Ja, Super. ciao. Und wir sind jetzt hier in eingehende E-Rechnungen. Das ist ein Beleg am Dialog. Und was sehen wir hier genau und was können wir hier machen? Genau, wir haben ja eine Eingabemaske. Hier kann ich die Dateien hochladen. Das kann automatisiert aus dem E-Mail-Postfach erfolgen. Das kann aber auch per Drag and Drop erfolgen, indem ich die Dateien einfach in das Feld auf dem Bildschirm ziehe. Die Dateien werden dann hier eingelesen und stehen dann hier zur Erkennung an. Genau, wir hatten gesagt, wir wollten mit der Bestellung anfangen. Ich würde dann einfach mal hier diese Rechnung markieren und hier sagen, ich möchte die erkennen. Ich kann natürlich auch wie immer alle erkennen in der Massenverarbeitung. Ja, ja. Diese Rechnung, die Genau. kommen da rein, indem du sie einfach manuell darauf gezogen hast oder dadurch, dass sie automatisch aus dem E-Mail-Postfach übernommen wurden. Da gibt es ja verschiedene Wege, ne? Genau, ne? Auf die Art und Weise kommen die Hm. da rein Ja, und können dann hier verarbeitet werden. ja. So, und jetzt bist du in dem Dialog eingehende E-Rechnung Verarbeitung. Ähm, Das heißt, der hat das jetzt überprüft, hat keinen Fehler gefunden und sagt mir, jetzt kannst du damit weitermachen. Das ist ja die mit Bestellbezug. Könnten wir uns vielleicht mal vorher die Bestellung angucken, damit wir gucken, in welchem Status die Bestellung dazu ist? Genau, das wäre jetzt diese Bestellung dazu. Ja, die ist beendet. Das ist ein Wareneingang dazu eingegangen. Ja? Und auf diese Bestellung nimmt Ja. die Wollen wir da mal X-Rechnung Bezug. reingehen, wie weit die Buchung da ist, was da drin steht? So, und da Genau, steht Wareneingang genau, freigegeben. Das heißt, wir haben im Moment noch keine Rechnung dazu bekommen. genau. Ne? Hier ist noch nichts, Ja? also die ist noch nicht Hm? berechnet. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich die Rechnung, die wir jetzt einlesen. Ja, dann lass uns doch mal mit der Rechnung weitermachen. Also der hat die jetzt sozusagen elektronisch erfasst. Das heißt, wir könnten uns die jetzt auch angucken, richtig? Genau, ich bin jetzt hier wieder rausgesprungen. Genau, es hat jetzt eine erste Validierung stattgefunden, ob diese XML-Datei überhaupt einlesbar ist technisch. Und jetzt
Genau, jetzt geht es in den nächsten Schritt, dass ich sage, ich möchte jetzt diese Rechnung verarbeiten. Ich würde die jetzt hier wieder anhaken und in den nächsten Schritt laufen. Eine Warnung aus. Ich kann aber trotzdem, Ja, das ist eine Warnung, das sollten wir vielleicht zur Erläuterung sagen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir mit dieser Rechnung schon 2, 3 Mal gespielt haben. Und auf X360 hat ja auch so eine Dublettenprüfung und dann morst er einen halt irgendwann an. Das ist jetzt die Rechnung so, wie sie aussieht, wenn wir genau, sie verarbeitet haben, ne? genau, Ja, so das, würde die Rechnung jetzt aussehen, wenn sie nicht, genau, ne? Hier wird nochmal diese Rechnungsinhalte, die werden hier nochmal visualisiert. Hier würde jetzt die ja. Bestellnummer ausgegeben werden, die Werte, Steuer und so weiter, Hm. noch Angaben zum Artikel. Hm. So sieht das Ganze dann visualisiert aus und hier Ja, unten wird eine Zeile schon ausgegeben mit dem entsprechenden Lagerartikel, der aus der ja. Bestellung geholt wird. Kontierung, Wareneingang, Hm. ist schon alles da. Ja. Und ich würde jetzt Das, hier einfach, das heißt, wir sehen da oben die Kopfdaten, richtig? genau, Und ne? unten sehen wir, wenn da mehrere Rechnungszeilen drin wären, sehen wir jetzt die Rechnungszeilen, wobei eben nicht, wie das in einer normalen Rechnung angezeigt wird, sondern so, wie wir es aus einer ganz normalen Abfrage aus X360 gewohnt sind. Genau, ne? Ich wäre jetzt auch in der Lage, hier noch Anpassungen vorzunehmen, aber da sich das um Bestellbezug handelt, würde ich jetzt einfach hier die Rechnung erstellen. Das heißt, ich Also klicke das hier Konto ziehen drauf. oder ähnliche Dinge, das könnte ich jetzt hier an der Stelle auch noch mitmachen, ne? Das würde ja bei der Zahlung, Mhm. genau. Also er nimmt die Zahlungsbedingungen und die Vorgaben aus den Vorbelegen. Ne, man sieht jetzt hier auch, das ist jetzt die richtige Rechnung, so wie man sie kennt. Die Bestellnummer ist hier hinterlegt, der Wareneingang ist hier hinterlegt. Das ist ja auch einfach zu verarbeiten. Ne? Wenn ich eine Bestellung habe und ich bekomme jetzt eine Rechnung dazu und diese Rechnung findet die Bestellung, also die finden zueinander, dann ist das natürlich jetzt relativ einfach von der Weiterverarbeitung und von der Prüfung her. Genau, wenn alle Angaben so gefunden werden können direkt und zusammenpassen, das sind natürlich hier alles Spieldaten, das kann man so nicht erzeugen, aber wenn die Daten so zusammenpassen, ist die Verarbeitung automatisiert. Ne? Genau. Und ich könnte jetzt diese Rechnung hier buchen. Ja, also das, was wir jetzt hier gerade manuell machen in Schritten, das passiert eigentlich automatisch. Also nachts werden normalerweise Genau. irgendwann oder irgendwann werden die Rechnungen abgeholt, die werden eingelesen, die werden automatisch verarbeitet, da werden eventuell Fehler ausgefiltert und dann wird auch gleich der Buchungsvorschlag erstellt. Das kann ich ja komplett automatisieren. Das muss ich nicht so manuell machen, wie wir es jetzt hier machen. Problem ist immer, wenn wir es automatisieren, können wir nichts zeigen. Dann wäre das Video ein bisschen kurz. Deswegen zeigen wir das jetzt alles manuell. Okay. Genau, ich gehe wieder in meine Bestellungen. Das ist wieder diese Bestellung, die wir uns vorhin schon angeschaut haben. Wenn ich mir den Verlauf zu dieser Bestellung angucke, dann habe ich jetzt hier die Rechnung dazu erzeugt. Ja, okay. Genau. Geil. Die war eben noch nicht da. Ne? Wer uns das nicht glaubt, kann jetzt einfach ein Video zurückspulen. Das können wir jetzt hier an der Stelle nicht, da wir das ja live zeigen. Also er hat jetzt der Bestellung die Rechnung zugeordnet. Und was passiert jetzt mit der Rechnung weiter? Was ist da der nächste Schritt? Die würde jetzt ganz normal verarbeitet. Ich kann diese Rechnung auch hier über Kreditoren in Eingangsrechnungen, Gutschriften finden. Ganz normal in meinem Prozess entsprechend weiterverarbeiten. Also bei uns zum Beispiel und bei vielen anderen Kunden ist es jetzt so, der geht jetzt einfach in eine sachliche Prüfung nochmal, wobei man natürlich unterschiedliche Regelwerke dahinter haben kann, dass man sagt, bestimmte Rechnungen prüft man gar nicht. Oder der Kostenstellenverantwortliche soll sich das jetzt in dem Fall nochmal angucken und soll das nochmal freigeben. Das heißt, ich gehe jetzt ganz normal in die Rechnungsfreigabe und in den Zahlungsprozess. Das soll heute nicht unser Thema sein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal eine Rechnung an. Was passiert denn, wenn die Rechnung keinen Bestellbezug hat? Ja, dann müssen wir hier nochmal in unsere eingehenden E-Rechnung zurück. Die Rechnung mit Bestellbezug ist natürlich jetzt hier verschwunden, die ist verarbeitet. Ich würde jetzt sagen, ich möchte diese Rechnung einmal kennen.
Die Validierung läuft. Er springt jetzt direkt in die Verarbeitung. Das heißt, ich kann mir auch hier wieder über den Link die Rechnung anschauen. Hier ist wieder so, dass die Kopfdaten ausgelesen werden. Der Lieferant wird schon erkannt. Ich habe hier unten auch Artikelpositionen, Bürobedarf, alles fürs Büro. Das wird hier übernommen. Allerdings ist hier jetzt ein Nicht-Lagerartikel und es wird auch keine Bestellung, kein Wareneingang dazu gefunden. Das ist jetzt eine ganz allgemeine Rechnung, die ich jetzt einfach hier an dieser Stelle kontieren kann. Ich kann jetzt hier sagen, ich habe hier Bürobedarf eingekauft, ja, und kann jetzt auch hier wieder an dieser Stelle die Rechnung dazu erstellen. So sieht das Ganze dann aus. Ne, die Rechnung, die wird vorerfasst und ich kann auch hier wieder ganz normal weiter buchen oder meinen normalen Prozess weitergehen. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Rechnung in meinem ganz normalen Freigabeprozess und kann die zur Zahlung vorbereiten oder kann sie auch eventuell sperren oder auch mit einer Gutschrift verrechnen, was auch immer ich normalerweise mit Eingangsrechnung mache. Der Unterschied ist natürlich, ich habe ja nicht wie bei Zugpferd, in diesem Fall war das eine X-Rechnung, richtig? Genau, das war eine Ja. reine X-Rechnung. Also für diejenigen, die Genau. die anderen Videos nicht geguckt hatten, haben ja schon mal allgemeinere Videos zur E-Rechnung gemacht. Es gibt ja die X-Rechnung, da kommen nur Daten und dann gibt es die Zugpferdrechnung, da kommt auch ein PDF nochmal mit. Das hier ist eine reine X-Rechnung gewesen. Das, was wir jetzt gezeigt haben, das funktioniert aber analog ganz genauso bei der Zugpferdrechnung, wo ein PDF dann noch mit dabei ist, ne? Genau, ne? Diese XML-Dateien, die werden rausgefiltert und die Daten aus der XML-Datei werden gelesen, nicht aus dem PDF, das ist ja nur ein visuelles Beiwerk. Genau. Hier sieht man auch, ist E-Rechnung angehakt, also man kann im Nachhinein dann auch nochmal erkennen, welche Rechnungen wurden eingelesen und welche nicht. Ja. Das hat sich ja, das hatte Haufe ja vor einiger Zeit ausgeliefert. Da hat es jetzt in dem neueren Release vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, das war am 28. April, 30. April, vor einer Woche ungefähr, kann das sein? Genau. Da hat es ja Genau, noch und Änderungen gegeben. Was ist da nochmal neu gekommen? Was waren da die Änderungen? Genau. Da hat es nochmal ein paar Verbesserungen zum Prozess gegeben, dass Gutschriften besser eingelesen werden können. Die Ja, haben bringen ja andere Daten mit. Und dass das allgemeine Handling nochmal ein bisschen einfacher wird. ja. Genau. Das steht noch in den Kinderschuhen. Das wird jetzt sich nach und nach ja durchsetzen. Durch das Wachstumschancengesetz sind diese X-Rechnungen vorgeschrieben und werden jetzt in allen Unternehmen nach und nach mehr die das führende Dokument werden. Das macht natürlich Dann- vieles einfacher, ne? Also die Hauptvorteile sind, brauchen wir nicht drüber reden, dass Fehler bei der Übernahme von Rechnungen durch OCR, durch eine manuelle Erfassung reduziert oder vermieden werden. Vorteil ist auch, dass das Finanzamt viel besser und dass viele Sachen für das Finanzamt viel transparenter sind. Wir haben das in einigen Ländern sogar so, haben wir auch in unserem anderen Video darauf hingewiesen, einige Länder handhaben das so, dass man eine Kopie der E-Rechnung immer noch mal an eine Behörde oder an eine Stelle irgendwo zentral abgeben muss, die dann einfach im Nachhinein prüfen, ob dann auch alles seine Richtigkeit hat, ob alle dann auch richtig, oder ich weiß, ob sie es über Stichproben machen oder ob sie alle Rechnungen prüfen, die das aber zentral prüfen. Genau, ne? Weil diese Rechnungen Ja. nicht mehr interpretiert werden müssen, die folgen immer einer bestimmten Struktur und können dann von Ja. anderen Programmen auch gleichermaßen verarbeitet werden. Ja. War ein schöner, knackiger Überblick, Anke. Gibt es noch irgendwas, was du mir zeigen musst, oder gehen wir schon zurück zu Inga? Ich wollte noch einmal kurz auf die Einstellungen eingehen. Ich habe es ja auch schon aufgeblendet. Und zwar ist es so, dass hier an dieser Stelle Einstellungen eingehende E-Rechnung, ein E-Mail-Konto angelegt werden kann in X360, wo dann die Rechnungen eingehen. Und auch
Im nächsten Reiter ist dieser Standard-Nicht-Lager-Artikel eingeblendet, der dann verwendet wird, wenn keine Bestellung vorhanden ist und wenn kein Artikel gefunden werden kann im System. Ja, also die Verbindung zum Exchange-Server oder zum E-Mail-Server, die findet ja an einer anderen Stelle statt. Wenn die eingerichtet ist, dann brauche ich hier nur noch die E-Mail hinterlegen und dann holt er sich die E-Rechnung automatisch dort raus. So wie er sich ja auch die PDFs rausholen würde, wo wir dann eben in diesen OCR-Prozess zum Beispiel reingehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gezeigt haben. Wenn wir das noch nicht gezeigt haben, dann holen wir das demnächst nochmal nach. Gesehen hatten wir ja schon mal die Integration mit Develop. Das ist die ganze Einrichtung oder muss ich noch mehr machen an der Stelle? Das ist jetzt erstmal die ganze Einrichtung. Okay. Dann sollte das so funktionieren. Das ist super schlank und ich fand auch von den Dialogen, von der Benutzerführung eigentlich sehr einfach und klar. Da sollte man eigentlich normalerweise als Anwender relativ schnell drin sein, ohne eine größere Schulung. Aber wenn da jemand Fragen hat, wendet euch gerne an die Anke. Die kennt sich damit aus. Und dann würde ich sagen, danke dir, Anke. Und zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Anke. Das war doch ein gelungener Videoauftakt. Auch künftig werden wir weitere Funktionen von Haufe X360 in Videos beleuchten. Wenn du davon nichts verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal.